Die letzten Monate haben viele von uns im Homeoffice verbracht, während manche Menschen sich jetzt nicht sehnlicher wünschen, als wieder zurück ins gewohnte Arbeitsleben zu kommen, sehen viele Expertinnen und Experten und Führungskräfte in den Erfahrungen der letzten Monate einen wirklichen Gamechanger. Einen Gamechanger, der unsere Arbeitsweisen, unsere Führungskultur, unsere Kooperationsformen, unsere Praktiken grundsätzlich ändern wird. Herr Götteritsch, Sie leiten das Ressort Management und Karriere in der österreichischen Tageszeitung Die Presse. Wie haben Sie das Homeoffice der letzten Monate erlebt? Für uns war es in dieser Form eine komplett neue Erfahrung und auch wieder nicht gleichzeitig, weil wir es ja gewohnt sind, remote zu arbeiten. Viele meiner Kollegen sind ständig unterwegs und kommen ganz selten in die Redaktion, schicken ihre Artikel und ihre Beiträge von außen. Das heißt, für uns war es neu, weil es so flächendeckend für die gesamte Redaktion war, aber umgekehrt auch etwas, was für uns gewohnt war. Und insofern haben wir uns relativ leicht getan, den Betrieb ganz normal, soweit normal unter diesen Umständen möglich war, weiterzuführen. Wie dauerhaft werden diese Änderungen sein, die sich jetzt durch diese Krisenzeit ergeben haben? Werden wir in Zukunft ganz anders zusammenarbeiten? In dieser Form wird es wahrscheinlich so lang sein, solange es uns aufgezwungen wird durch die äußeren Umstände, die jetzt Corona-bedingt sind. Und ich glaube, es wird sich dann aufsplittern. Es wird einen Teil geben, der gerne zu Hause arbeiten wird und das auch ausnutzen wird. Und ausnutzen im Sinn von, ich möchte das so machen und ich kann zu Hause produktiver sein als im Büro. Und man hat ja gelernt, dass es auch gut funktioniert und es wird einen Teil der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter geben, die unbedingt wieder zurück ins Büro wollen. Das haben wir auch in den vergangenen Wochen gesehen, dass es einen großen Wunsch gibt, wieder ins Büro zu kommen, wieder an den gewohnten Arbeitsplatz zu kommen, weil es ein anderes Arbeiten ist, weil es ein größerer Austausch ist mit den Kolleginnen und Kollegen, man viel mehr mitbekommt, was so zwischen den Zeilen passiert, was einfach virtuell in dieser Form noch nicht darstellbar ist. Das heißt, wir haben durchs Homeoffice auch etwas verloren? Wir haben durchs Homeoffice sicher was verloren, nämlich diese soziale Komponente. Und wir haben vielleicht durchs Homeoffice auch gelernt, wie wichtig uns das ist und wie notwendig wir das brauchen, um gut arbeiten zu können. Und gerade im kreativen Bereich ist es ganz, ganz wichtig, sich am Gang zu treffen, sich Worte zuzuwerfen, beim Kaffeeautomaten über ein Erlebnis, über eine Beobachtung zu sprechen und daraus wieder neue Ideen zu gewinnen. Und diese Entwicklungen, dass die Kommunikationspunkte in den Büros jetzt auch architektonisch ein größeres Gewicht bekommen haben in den vergangenen Jahren, das hat sich da wirklich gezeigt, dass dieser Ansatz, dieser Zugang offenbar doch sehr richtig ist. Der Lockdown war für viele Menschen schwierig. Homeoffice war eine kurzzeitige Reaktion auf die Krise, aber hat es uns auch neue Erkenntnisse gebracht? War es ein Türöffner für neue Praktiken und neue Technologien? Das Stichwort Digitalisierung, das da sofort fällt, ja, natürlich. Ich glaube, wir haben vor allem eins gelernt, dass, wenn es notwendig ist und wenn es darauf ankommt, vieles möglich ist, was man vorher immer wieder vor sich hergeschoben hat und vielleicht auch auf die Seite geschoben hat. Und ich glaube, wenn wir uns das merken und sehen, dass wenn es darauf ankommt und wenn wir den Sinn erkennen, warum wir Veränderungen herbeiführen, ganz egal, wie die dann ausschauen, also wenn wir diesen Sinn verstehen, dann wird es leichter sein, Veränderungen herbeizuführen und auch wirklich umzusetzen und durchzuziehen und durchzuhalten, wenn wir diese Erinnerung uns bewahren und sagen, ja, damals im März, das ist ja auch plötzlich gegangen, dass wir alle von zu Hause gearbeitet haben und kaum mehr jemand ins Büro gekommen ist. Es geht. Wir müssen es nur wollen und wir müssen auch den Sinn dahinter verstehen. Als Ressortleiter sind Sie mit einer Vielzahl von Führungskräften in Kontakt. Welche Erfahrungen haben Ihnen diese Führungskräfte aus den letzten Monaten berichtet? Was läuft gut, was läuft weniger gut, wenn wir das Thema Führung im Homeoffice, Führung virtueller Teams in den Blick nehmen? Für die Führungskräfte war es natürlich ganz neu. Sie hatten ja vorher keine Gelegenheit, dieses Remote-Führen zu lernen und zu üben. Also die allermeisten zumindest. Und das war für viele eine große Herausforderung, das in dieser Schnelligkeit zu erwerben und damit umzugehen. Und ich glaube, viele waren erstaunt, wie gut es funktioniert. Andere waren dann auch wieder froh, als die Lockerungen gekommen sind und die Leute wieder zurückgekommen sind. Und ich glaube,
da hängt dieses viel strapazierte Vertrauen mit zusammen und spielt da hinein. Wenn jemand zu Hause arbeitet, dann sehe ich es als Führungskraft einfach nicht in dieser Form, wie wenn meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Büro sind und ich vorbeigehen kann und schauen, wie weit bist du, wie geht's dir, brauchst du Unterstützung. Also das funktioniert natürlich remote auch, nur der Aufwand für die Führungskräfte ist natürlich ein ganz anderer, weil sie eben telefonieren müssen oder eine Videokonferenz veranstalten müssen, um diese Informationen zu bekommen. Und ich glaube, der Kommunikationsaufwand ist für Führungskräfte viel, viel höher geworden. Was sich vielleicht auch verändert, und das wird uns in den nächsten Jahren wahrscheinlich noch stärker beschäftigen als in den vergangenen Jahren, ist, dass es auf die Leistung ankommt, auf das, was unterm Strich steht. Also dieser klassische Arbeitsvertrag, ich gebe meine Zeit und bekomme dafür Geld, der beginnt sich immer mehr aufzulösen. Also es ist nicht die Zeit, die ich zur Verfügung stelle, sondern es ist tatsächlich die Leistung. Das heißt, wir entwickeln uns ein bisschen Richtung Werkvertrag im Angestelltenverhältnis. Und das kann man jetzt gut finden oder schlecht finden, aber ich glaube, man sollte diese Entwicklung nicht übersehen und sollte sich dieser Entwicklung bewusst sein. Weil es eben auch schwieriger ist, zu beobachten, was während der Arbeitszeit passiert, eben weil man nicht so unmittelbar dabei sein kann, wie wenn Arbeit im Büro passiert. Das heißt, solange das Ergebnis stimmt, ist das wann und wo und wie gearbeitet wird immer irrelevanter. Genau, so ist es. Und verlangt natürlich von den Mitarbeitenden wesentlich mehr Eigenverantwortung, weil sie ja wissen, sie müssen ein Ergebnis abliefern, nicht nur am Ende des Tages, sondern zu einer bestimmten Zeit. Und sich die Zeit selbst einzuteilen und auch zu sagen, ich schaffe das in der Zeit oder ich schaffe das in der Zeit eben nicht. Also ich glaube, diese Eigenverantwortung, die muss auch mitwachsen und muss sich auch mitentwickeln, damit das System gut funktionieren kann. Kann das auch mehr Druck für die Menschen bedeuten? Ganz bestimmt. Ich glaube, wir haben schon früher gelernt, dass Ergebnisse wichtig sind und dass wir ja immer auch an unseren Ergebnissen gemessen werden, vielleicht auch gemessen werden wollen. Und wir brauchen sie auch, dass wir sehen, was unser Produkt ist. Also nichts Schlimmeres als, und ich habe das selber erlebt, in einer Produktionshalle Kleinteile zu bearbeiten und nicht zu sehen, wie schaut das Endprodukt aus. Also ich glaube, wir sind schon so getriggert, dass wir ein Ergebnis, eine Leistung sehen wollen. Aber ich glaube, man muss sich dessen bewusst sein, was es bedeutet, nicht nur Zeit abzusitzen, und ich bin absolut kein Freund davon, aber dieses veränderte Verständnis und diese Vereinbarung vor allem, die es braucht, zu sagen, ich erwarte mir von dir, liebe Mitarbeiterin, lieber Mitarbeiter, dass du eben in einer bestimmten Zeit dieses und jenes Ergebnis liefert. Ich glaube, man muss es einfach ausmachen. Es ist auch eine Frage der Kommunikation, aber es ist was, worüber man unbedingt sprechen muss, damit es gut funktioniert. Braucht es neue Führungskonzepte, um virtuelle Teams im Homeoffice produktiv und motivierend zu führen? Da bin ich mir nicht ganz sicher. Ich glaube, so ganz neue Konzepte wird es nicht brauchen. Ich glaube, dass es aufs Gespräch ankommt, auf die Art und Weise, wie wir kommunizieren und welche Riten, welche Übungen wir da einführen, um regelmäßig in Kontakt zu sein. Weil es natürlich schon schwieriger ist, etwas über den anderen zu erfahren, wenn man nicht so genau ins Gesicht schauen kann, wenn man die Körperhaltung nicht so mitbekommt. Und das zu kompensieren, glaube ich, ist schwer. Wie das in einer rein virtuellen Welt funktionieren kann, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Und ich glaube, es gibt auch noch keine Ideen dazu. Aber die Kunst wird sein, das irgendwie mitzubekommen und vielleicht im ersten Schritt eben durch die Frequenz und durch die besseren Fragen, die man als Führungskraft stellen kann. Also ich glaube, diese Art, miteinander zu sprechen, wird sehr, sehr entscheidend sein. Und wenn man so will, dann kann das für viele ein neues Führungskonzept sein, die das jetzt in der Vergangenheit noch nicht so gepflegt haben. Wird Ihrer Ansicht nach der breitere Einsatz von Homeoffice auch Auswirkungen auf Qualifikationen und Karrieren haben? Ich glaube, abseits von diesen viel zitierten Digital Skills eher wenig. Aber es wird wahrscheinlich andere Wege brauchen, als Mitarbeiterin, als Mitarbeiter auf sich aufmerksam zu machen. Und das hat dann wieder Auswirkungen auf die Karriere, weil vieles ja nicht mehr so sichtbar ist, wie es in einer Situation im Büro ist, wo ich als Führungskraft laufend vorbeikommen kann, sehr, sehr minutiös auch mitverfolgen kann, wie der Fortschritt ist, wer was kann, wer welche Fähigkeiten und Fertigkeiten hat. Also
Ich glaube, auch da ist es so, dass es neue Wege brauchen wird, um die eigene Leistung, um das, was man tut, zu zeigen. Und das ist virtuell einfach schwieriger, als es im direkten physischen Kontakt ist. Und ich glaube, vieles wird sich im Onboarding entscheiden. Es funktioniert natürlich, Mitarbeiter ins Unternehmen zu holen während des Lockdowns und während niemand im Büro ist. Keine Frage, haben wir auch vielfach gesehen jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten. Aber es ist für die Neuen natürlich unwesentlich schwieriger und anspruchsvoller, das Unternehmen kennenzulernen und die Usancen, die sich natürlich jetzt auch verändert haben, kennenzulernen und da auch wirklich gut mitarbeiten zu können. Und wenn jetzt sehr viel von Unternehmenskultur die Rede ist, also die zu leben, die zu zeigen, die als Neue auch mitzubekommen, ist schwieriger geworden im Vergleich zur Zeit vorher. Wie wird Arbeiten im Smart Home Office in 5 Jahren ausschauen? Was glauben Sie? Ich glaube, es gibt den großen Wunsch nach dieser neuen Normalität und gleichzeitig auch die große Angst davor. Ich glaube, das ist ein bisschen verteilt tendenziell zwischen Mitarbeitenden und Führungskräften. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünschen sich diese neue Normalität, glaube ich, sehr stark, um zu wissen, wie Arbeitsabläufe sind, wie die Routinen ausschauen, um mit einem Gefühl der Sicherheit in den Arbeitsalltag gehen zu können. Ich glaube, dass wir ein sehr buntes Bild erleben werden aus einer Mischung zwischen Homeoffice und Office, wenn man so möchte. Und es wird für die Führungskräfte zumindest am Anfang eine Herausforderung zu sein, diese Wünsche zu erkennen und dann auch die Befindlichkeiten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter untereinander zu mediieren. Sie ist so oft im Homeoffice und ich würde auch gern so oft und vielleicht erlauben es die Prozesse dann nicht unbedingt. Also ich glaube, das wird noch spannend, aber es ist ein sehr, sehr leicht lösbares Problem, denke ich. Danke für das interessante Gespräch. Ich sage herzlichen Dank.